Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Die allererste Motivtorte aus meiner neuen Filmküche. Leider hallt es durch die hohe Decke noch sehr, aber wir sind dabei, Lösungen zu finden, um das Problem zu beheben. Also habt noch ein klein wenig Geduld und vor allem auch Verständnis. Mein Mann hatte Geburtstag und ich habe ihm ein Lebkuchenherz gebacken. Allerdings ohne Lebkuchen, sondern eine Torte in Lebkuchenherz-Optik. Passend natürlich auch zu der Oktoberfestjahreszeit passt diese Torte ideal und deswegen habe ich heute auch mal ein Dirndl für euch angezogen. Ich habe 2 Tage vor dem Geburtstag mit der Torte gestartet, habe als allererstes den Kuchen gebacken. Hier habe ich die 1,5-fache Menge vom Wunderkuchen zubereitet, habe den Teig einmal in einen rechteckigen Backrahmen gegeben. Dieser hat bei mir das kleinste Maß von 20 x 24 cm. Ich habe ihn aber nach dem Backen zurechtgeschnitten, sodass ich einen viereckigen Kuchen von etwa 20 x 20 cm habe. Und die zweite Teigmenge habe ich in einem 20 cm Backring gebacken. Eine italienische Meringue-Buttercreme habe ich auch noch zubereitet. Wir lieben die Buttercreme, mein Mann liebt sie und deswegen habe ich die Torte natürlich auch damit gefüllt und eingestrichen. Hier habe ich die doppelte Menge zubereitet, so wie ihr sie in meinem Rezept seht, habe ich das ganze Rezept verdoppelt, zubereitet, die Torte damit gefüllt und auch eingestrichen. Außerdem habe ich noch am ersten Tag das Cakeboard vorbereitet. Da das doch einen Moment gedauert hat, bis ich die Rauten geschnitten und auch aufgeklebt hatte und so war am Tag der Zubereitung der Torte dieser Stressfaktor auch schon einmal weg. Am zweiten Tag habe ich dann schließlich die Torte gefüllt, mit Buttercreme eingestrichen, mit Fondant eingeschlagen und auch dekoriert und fertiggestellt. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch, wie meine Torte entstanden ist. Mein Kuchen ist gebacken, die Buttercreme ist auch schon vorbereitet und jetzt kümmere ich mich um die Dekoration für das Cakeboard. Hierzu nehme ich mir weißen und blauen Fondant, rolle ihn gleichmäßig dünn aus und dazu benutze ich Ausrollhilfen, sodass der Fondant nämlich überall schön gleichmäßig dick ausgerollt ist. Anschließend schneide ich mit meinem großen Bastellineal Rauten aus. Dieses habe ich mir im Bastelbedarf gekauft. Das ist für sowas richtig super. Wenn ihr sowas nicht habt, kann ich voll und ganz verstehen. Ihr könnt das alternativ natürlich auch mit einem Geodreieck oder einem Lineal ausschneiden. Hier achtet allerdings darauf, dass ihr immer schön gleichmäßig bleibt, dass eure Rauten immer schön gleichmäßig groß sind. Anschließend nehme ich etwas essbaren Zuckerkleber und klebe die Rauten damit auf meinem Cakeboard fest. Mein Cakeboard, das ist eine Kaperplatte, das ist eine Leichtchaumplatte, die ich in meinem Architekturbedarf kaufe und mit einem Cuttermesser passend auf die Größe immer wieder individuell zurechtschneide, wie ich es für die Torte brauche. Als Richtlinie habe ich mir mit einem Lebensmittelfarbstift das Herzchen grob auf die Kaperplatte aufgemalt, denn ich dekoriere nämlich nur außen, um einfach den Fondant etwas einzusparen.
Anschließend gebe ich das Cakeboard auf die Seite und lasse es mindestens 24 Stunden trocknen. Der nächste Tag, meine Kuchen habe ich in der Form auskühlen lassen und nun löse ich sie erstmal aus ihren Backrahmen. Anschließend schneide ich den leicht gewölbten Deckel ab . Schneide den Kuchen einmal in der Mitte waagerecht durch . Und noch einmal senkrecht, sodass ich 2 Hälften habe. Den eckigen Kuchen verfahre ich genauso. Ich löse ihn zuerst aus dem Backrahmen, schneide den gewölbten Deckel ab und schneide ihn mir dann auf ein Maß von 20 x 20 cm und auch diesen schneide ich einmal in der Mitte durch. Gefüllt wird der Kuchen mit der italienischen Meringue-Buttercreme, die ich mit einem Espresso aromatisiere, sodass ich eine leckere Mokka-Buttercreme habe. Bevor ich dies gemacht habe, habe ich mir ein klein wenig von der noch weißen Buttercreme abgenommen. Die färbe ich nämlich später ein für die Dekoration. Anschließend nehme ich die größere Menge und rühre hier den Espresso ein, schmecke die Buttercreme natürlich immer wieder ab und gebe so viel hinein, bis die Buttercreme ein schönes Mokka-Aroma hat. Anschließend nehme ich die zuvor vorbereiteten Kuchen und befülle sie mit der Mokka-Buttercreme, ein paar Erdbeeren und noch ein paar Schokoraspel. Zum Befüllen nehme ich von der Mokka-Buttercreme etwa die Hälfte, die andere Hälfte benötige ich später zum Einstreichen der Torte von außen. Zu der restlichen Mokka-Buttercreme, die ich vom Füllen noch übrig hatte, gebe ich 2 Teelöffel Kakaopulver, damit ich eine Schokobuttercreme erhalte. Diese verwende ich nun zum Einstreichen der Torte. Meine Torte ist gut durchgekühlt, die Füllung ist fest und ich gebe als allererstes eine Schicht oben drauf, befülle alle Ecken und Kanten, streiche diese kurz glatt, gebe sie für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit die Schicht fest werden kann und anschließend folgt noch eine zweite Schicht oben drüber. Auch diese verteile ich erstmal grob überall, glätte sie mit einer Teigkarte und mit einer Winkelpalette. Anschließend kommt die Torte wieder in den Kühlschrank, damit auch diese Buttercremeschicht fest werden kann. Zum Eindecken verwende ich heute 750 Gramm braunen Massaticino Fondant, den ich zuerst weich knete und anschließend auf etwas Speisestärke ausrolle. Sobald er groß genug ausgerollt ist und auf meine Torte drauf passt, nehme ich den Fondant mit Hilfe meines Ausrollstabes auf die Seite, hole mir die Torte aus dem Kühlschrank und decke diese damit ein. Zuerst streiche ich mit meinem Fondantglätter die Oberfläche schön glatt, sodass auch ja keine Luft sich darunter verbirgt, und anschließend die Seiten.
Mit dem Fondant-Kletter drücke ich die Seiten nochmal schön fest, auch gerade am unteren Rand, damit der Fondant schön an der Torte haftet, und nehme dann den Überschuss mit einem Marzipanmesser weg. Und glätte die Torte mit dem Fondant-Kletter. Nun nehme ich mir braune Lebensmittelfarbe, diese habe ich ganz stark mit Zitronensaft verdünnt. Ich habe hier einen breiten, weichen Pinsel und damit male ich die Torte komplett an. Im ersten Moment ist das Ganze etwas streifig und es sind auch Nasen vorhanden, aber durch mehrmaliges Drüberstreichen mit dem Pinsel geht auch dieses weg und die Torte erhält genau die Struktur, so wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Trocknen der Farbe stelle ich die Torte wieder in den Kühlschrank, wo ich sie etwa eine Stunde stehen lasse. In der Zwischenzeit bereite ich mir den Schriftzug vor. Hier habe ich einfach den Schriftzug Spatzel groß genug ausgedruckt, so wie es für meine Torte passt. Und diesen schneide ich nun aus. Nehme anschließend weißen Fondant, den ich mit etwas CMC verknete. CMC ist ein Bindemittel und bezweckt, dass Fondant schneller und stabiler aushärtet. Anschließend rolle ich den Fondant gleichmäßig mit den Ausrollstäbchen aus, lege die Papierschablone drauf und schneide den Schriftzug mit einem scharfen Bastelskalpell aus. Mit dem Modelliertool arbeite ich das Ganze nochmal etwas nach, gerade an Stellen, wo es etwas ausgefranst und nicht ganz so schön aussieht. Nachdem ich nun den Schriftzug ausgeschnitten habe, habe ich ihn noch mal einen Moment auf der Seite gelassen, dass der Fondant ein wenig fester wird und nicht ganz so weich ist. Ist dies geschehen, kann die Torte auch schon dekoriert werden. Ganz vorsichtig gebe ich den Schriftzug hier oben drauf. Meine Torte war noch ganz leicht klebrig, von daher brauchte ich auch gar keinen Zuckerkleber, um den Schriftzug darauf zu befestigen. Zu Anfang hatte ich ja ein klein wenig weiße Buttercreme auf die Seite gegeben. Diese habe ich nun aufgeteilt, mir einen kleinen Teil rot gefärbt, einen kleinen Teil grün gefärbt und einen größeren Teil, den ihr gleich noch seht, in hellblau gefärbt. Rot und grün habe ich mit einer kleinen Sterntülle und mit einer Blatttülle versehen und damit dekoriere ich nun die Torte. Anschließend habe ich die Sterntülle durch eine runde Lochtülle ausgetauscht und spritze hier damit ein kleines Herzchen auf. Ich bin kein Aufspritzexperte, also seid nicht ganz so kritisch mit mir. Die blaue Buttercreme spritze ich als Rand auf. Hierzu habe ich den Spritzbeutel mit einer kleinen Rosentülle versehen. Diese ist auf der einen Seite schmal und auf der anderen Seite breit. Den Spritzbeutel nehme ich so,
dass die Spritztülle hochkant zu meiner Torte ist, mit der breiten Seite der Öffnung der Tülle nach unten, und so spritze ich nun die Buttercreme durch Zickzackbewegungen auf. Anschließend dekoriere ich noch die Torte mit einigen Zuckerperlen fertig. Die Torte sollte nun in den Kühlschrank, damit sie nochmal schön fest werden kann, bevor sie auf das Cakeboard gesetzt werden kann. Ich habe jetzt noch etwas restliche Buttercreme, was ich auf das Cakeboard aufgespritzt habe, und nehme nun die wirklich gut durchgekühlte Torte hoch und setze sie auf das Cakeboard auf. Hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Torte durchgekühlt ist, ansonsten birgt sich die Gefahr, dass sie euch beim Hochnehmen zerbricht. Zu guter Letzt nehme ich mir noch die Fondantpresse mit einer Lochtülle, schmeiße mir hier in Blau und in Weiß lange Schlangen aus, die ich miteinander verzwirbele und anschließend um den Rand der Torte drumherum gebe. Zu guter Letzt bekommt der Rand meines Cakeboardes noch ein Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. Alle Rezepte findet ihr zum Nachlesen auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Ich habe für diese Torte einen speziellen Blogpost geschrieben, da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen, was ich zubereitet habe und auch in welchen Mengen ich die Rezepte zubereitet habe, und den Link findet ihr jetzt hier oben in der Infocard. Hier unter dem Video in die Infobox verlinke ich euch auch die Produkte, die ich verwendet habe. Da ich oftmals nach Produkten gefragt werde, verlinke ich immer alles, was ich für die Torten verwendet habe, in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt, und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei, und hier unten auf dem Foto könnt ihr mich gerne abonnieren, und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!